Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute werden wir über das PTR-Update sprechen, über das neue Formationssystem. Formationssystem 2.0. Noch einmal, wir sind auf dem PTR. So ist das alles vorbehaltlich, dass es noch Änderungen geben kann, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass es wirklich schnell live geht. Wie du vielleicht in einer Menge von Berichten gesehen hast, die sind völliger Müll. Es ist aufgrund der Tatsache, dass die Kampfmechanik auf dem PTR nicht so funktioniert wie auf den Live-Servern. Aber das Formationssystem 2.0 bedeutet eine Menge Änderungen an unserem bestehenden Formationssystem. Also, es gibt einen Teil, der ist ein Redesign, und es gibt einen bekannten Teil, dass Stufe 170 das Maximum ist. Aber in dem neuen ist es viel höher. Es geht mindestens bis 290, wenn nicht sogar bis 300. Wir haben viel mehr Unterknoten und Dinge zu ändern. Also wird es eine massive Änderung sein, aber leider, wann immer wir auf Upgrade hier klicken, konnten wir nicht höher als 170 gehen, da wir diese Fehlermeldung bekommen haben. Jetzt haben wir gerade die Formations-Leveling-Parts gesehen und jetzt sind wir bei den Komponenten. Also ist das schon eine größere Differenzierung, das Interface-Update, das ehrlich gesagt ziemlich cool aussieht. Aber man hat auch eine viel klare Anleitung, was man upgraden kann und wie man es upgraden kann. Anstatt dass man im vorherigen Teil wählen konnte, ob man sich eben für Combo entscheidet oder eben auch für Shield. Wenn man sich auf Combo konzentrieren wollte, hat man sich auf Combo konzentriert und ist dem Pfad gefolgt. Oder man hat sich für Shield entschieden. Das war eben anders, aber man konnte sich entscheiden, wie man die Dinge leveln will. Hier ist es viel klarer. Man hat bestimmte Vorgaben, wie man Dinge erfüllen muss. Man braucht bestimmte Level. Das ist hier schon mal mit allen Teilen voll ausgeschafft. Aber wie ihr gerade gesehen habt, habe ich hier auch eben Anforderungen, die ich zu erfüllen habe. Dass ich gewisse Voraussetzungen eben haben muss auf Level 5, damit ich überhaupt weiter bei dem anderen leveln kann. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Level 180 beim Formationssystem als Anforderung da ist. Und damit kann ich das nicht freischalten, wenn ich nicht schon auf 180 gelevelt habe. Und die ganzen Effekte, selbst die Teile, die wir hier neu sehen, sind bereits Teil des Formationssystems. Also es gibt einige wichtige Änderungen, die gemacht wurden, beziehungsweise wichtige Änderungen, die mit dem Update des Formationssystems kommen werden. Bisher funktioniert das Formationssystem mit Teilen wie der Heldenfähigkeiten. Und jetzt kommen wir zu dem, was wirklich die große Änderung ist, die nämlich nicht sichtbar ist. Das ist, dass das Formationssystem in Teilen unabhängig in der Kampfmechanik wird. Denn bisher hat das Formationssystem immer an die Kopplung der Heldenfähigkeiten. Und jetzt ist es eben so, dass es nicht mehr daran ist. Allerdings, wenn ihr jetzt seht, solche Sachen wie Behemoth direkten Schaden zuzufügen, was ihr in dem Text gerade gesehen habt, um ehrlich zu sein, das war die ganze Zeit Teil dessen, denn es war Teil der Heldenfähigkeiten. In den jeweiligen Runden wurde auch Behemoth Schaden zugefügt. Und es hat einfach nur es stand dort nicht. Also was sind jetzt die negativen Seiten des neuen Formationssystems? Man kann das Formationssystem nicht mehr strategisch aufrüsten, weil es bestimmte Teile hat, wo es heißt, das musst du erst machen, bevor du weitermachen kannst. Oder man kann nicht auswählen, wie man weitermacht. Das sind leider Gottes die Sachen, sie haben die Strategie bei dem Ganzen rausgenommen. Und als nächstes ist es eben auch so, dass im Endeffekt jede Kampfsituation jetzt gleich ist, denn du kannst nicht mehr Anpassungen vornehmen, um gewisse Vorteile zu haben. Und es ist noch wichtiger, wie Joiner leveln. Und damit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn eure Joiner Mist bauen, skaliert das in der Rallye nicht mehr richtig und selbst starke Spieler, die euch bisher tragen konnten, können euch nicht mehr tragen, weil gegebenenfalls ein Joiner Fehler macht. Die positiven Seiten ist, dass man eben als Joiner nicht mehr ganz so viel ruinieren kann. Und dass jetzt alle Heldengenerationen die gleichen Vor- und Nachteile der Systeme mitbringen. Das heißt, das, was wir bisher bei Generation 13 gesehen haben mit Nicola, Maddie und Lucky, die haben nicht mehr die Vorteile, die sie gegenüber Generation 14 hatten, denn die wurden angepasst. Ihr habt das in manchen Berichten gesehen, dass zum Beispiel Combo-Skills gar nicht funktioniert haben. Das wird sich damit jetzt auf jeden Fall ändern. Ich hoffe, ich kann euch eine kurze Einführung in das neue Formationssystem geben und ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr vor allem in den ersten Tagen ein Schild nutzen solltet, wenn ihr einen toxischen Start habt. Denn das könnte einige Anpassungen erfordern, denn wenn sie etwas in der Kampfmechanik unabhängig machen, hat das einen großen Einfluss. Aber selbst dann werden sie es schnell beheben. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Eindruck vermitteln.